Hallo allerseits, willkommen zum dritten Update des Panzer III in Afrika Bodybuilds mit Panzermeister 36. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt beide Fahrzeuge schon fertig lackiert und gealtert. Die sind sozusagen schon erledigt und als nächstes können wir uns um die Figuren und ums Diorama kümmern. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen und erklären, wie ich da hingekommen bin. Ich benutze, wie manche vielleicht wissen, ja, relativ einfache und ich muss auch zugeben, etwas grobe Techniken, um Fahrzeuge zu lackieren und zu altern. Ich denke aber, dass es trotzdem ganz interessant sein kann. Mein Freund, der Panzermeister, ist natürlich bekannt dafür für seine sehr aufwendigen und künstlerisch wertvollen Techniken. Also wenn ihr da wissen wollt, wie es, ich sage mal, die echten Profis machen, dann müsst ihr sein Update anschauen. Bei mir ist es etwas mehr oldschool und einfacher. In Update 1 und Update 2 habe ich euch ja schon die fertig gebauten Modelle gezeigt. Hier seht ihr, wie ich die zum Bemalen vorbereite. Also die Einzelteile, sofern möglich, sind irgendwie separat gehalten. Ich stecke die immer mal auf so kleine Schaschlikspieße drauf, damit ich sie eben besser lackieren kann. Als Grundlage für unsere Bemalung habe ich erstmal alles grundiert, und zwar mit schwarzer Farbe. Da verwende ich ganz gern von Revell das Matt 9 Anthrazit für. Anschließend habe ich dann alle Innenraumbereiche, die man später noch sehen kann, mit weißer Farbe gesprüht. Das ist eine typische Innenraumfarbe. Ich habe es da jetzt auch nicht zu genau genommen. Das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich. Ich habe da jetzt einfach von Revell das Matt 5 Weiß verwendet. Die ersten deutschen Panzer, die nach Afrika kamen, waren natürlich noch grau gespritzt und wurden dann erst in Italien oder gar erst in Afrika drüben abgetarnt. Deswegen muss natürlich die Grundfarbe von dem Panzer erstmal grau sein. Und dazu habe ich von Revell das Matt 79 Blaugrau verwendet. Bei dem Marmon Harrington Spähpanzer war ich mir nicht ganz so sicher, wie die wohl lackiert waren. Nachdem ich aber wusste, dass das Modell auch relativ viele Lackschäden bekommen sollte, dachte ich mir, es wirkt wahrscheinlich ganz gut, wenn ich auch eine dunkle Grundfarbe nehme. Also habe ich da auch ein Dunkelgrau verwendet, in dem Fall von Revell das Matt 78 Panzergrau. Dann galt es auch schon auf dem Panzer 3 ein paar Abziehbilder aufzubringen. Nicht alle, nur ein paar, eben die Balkenkreuze und die Afrikakorpalme. Die wurden anscheinend schon auf die grauen Fahrzeuge aufgetragen und dann eben später ausgespart bei der sandgelben Lackierung. Und um den Effekt eben zu bekommen, habe ich die vorher schon aufgetragen. Bevor es an die sandgelbe Lackierung geht, wird jetzt noch mit einem Schwamm etwas Humbrol Mascol aufs Modell aufgetupft. Damit werden nämlich später die Lackschäden erzeugt. Man kann das auch mit der Haarspray-Methode machen. Da ist der Panzermeister der Experte dafür. Also wenn ihr da was wissen wollt, müsst ihr bei dem vorbeischauen. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert und mir gefällt auch der Gedanke daran nicht so ganz. Ich fühle mich mit dem Mascol etwas wohler, weil das sehr kontrolliert abläuft und es lässt sich auch relativ gut entfernen wieder. Wie das funktioniert, kann man sich leicht vorstellen. Man tupft es einfach auf. Anschließend wird dann mit Revell Matt 16 Sandgelb überlackiert und wenn das dann getrocknet ist, kann man das Mascol wieder herunterkratzen. Entweder mit einem Borstenpinsel oder mit den Fingern, je nachdem. Und dann kommt wieder die dunkelgraue Farbe zum Vorschein und das erzeugt, wie ich finde, relativ einfach ganz überzeugende Lackschäden. Etwas problematischer wird es, wenn man mehrere Farbschichten übereinander aufträgt. Das sehen wir dann später beim Marmon Harrington Radpanzer. Bei einer Farbschicht ist es überhaupt kein Problem, da genügt wirklich nur ein Borstenpinsel und dann blättert das Mascol wieder ab. Anschließend ging es dann an die Bemalung der Ketten für den Panzer 3. Schwarz grundiert waren sie ja dann schon und es folgte dann ein eher, leichter Auftrag mit Revell Matt 84 Lederbraun. Soll nicht ganz deckend sein, sondern eben nur das Ganze so leicht bräunlich tönen, um eben die Kettenpatina, sage ich jetzt mal, darzustellen. Danach kam dann noch ein bisschen Matt 91 Eisen zum Einsatz, mit denen ich dann diese blanken Bereiche an den Ketten dargestellt habe. Sowohl außen, aber auch an den Innenseiten. Danach habe ich die Ketten auch schon gleich montiert. Das geht relativ gut, nachdem sie ja schon vorgeformt waren. Und habe mich dann um die Detailbemalung gekümmert, die an dem Modell
relativ aufwendig war, zumal auch einige Komponenten, wie zum Beispiel die Trinkbehälter oder auch die Tropenhelme, noch separat waren. Die habe ich dann auch gleich angeklebt. Bei den Helmen ist noch anzumerken, die Embleme an den Helmen, da nehme ich normalerweise immer Abziehbilder. Da gibt es von Tamiya welche oder auch vom Paddinghaus. Musste aber feststellen, dass ich leider keine mehr vorrätig hatte, deswegen habe ich sie freihand aufgemalt und es ging eigentlich auch erstaunlich gut. Weiter ging es dann mit der Lackierung von dem Spähpanzer. Auch hier habe ich wieder Humbrol Mascol aufgetupft, allerdings etwas weniger, weil ich wollte die Lackschäden da nicht ganz so stark haben. Außerdem war auch klar, dass ich mehrere Farbschichten übereinander auftragen werde, was vermutlich dazu führen würde, dass man das Mascol nicht mehr so leicht abziehen kann. Bei einer Farbschicht geht es ganz gut, aber wenn es mehr Farbschichten sind, kann das ein bisschen schwierig werden. Als Tarnbemalung für so einen Spähpanzer in Nordafrika kommt eigentlich nur das berühmt-berüchtigte Counter-Scheme in Frage. Die Bauanleitung zeigt es ganz detailliert, es hat den Prozess wesentlich vereinfacht. Vor allem muss man hier relativ viel abkleben und da ist es immer gut, wenn die Bauanleitung da ziemlich eindeutig ist. Für die Lackierung habe ich von Life Color das British Tanks Africa and Balkan Counter Scheme Set verwendet. Das kommt mit ziemlich guten Farben, die eben die Farbgebung relativ gut treffen. Als Grundfarbe kam Portland Stone hier zum Einsatz. Dann ging es an den kniffligen Teil, und zwar das Abkleben von diesem Tarnmuster. Das ist sehr scharfkantig und zieht sich auch übers komplette Fahrzeug. Da habe ich von Tesa das Kreppband sehr zu schätzen gelernt. Das ist ziemlich gut. Dieses blaue Band finde ich wesentlich besser als das Tamiya Tape. Zum einen ist es für große Flächen viel besser geeignet und es ist auch sehr dünn und weich, was bedeutet, man bekommt es sehr gut in Form. Vor allem wenn es hier so um die Ecken geht, ist es mit einem anderen Klebeband nicht so gut zu machen. Es folgten dann anschließend jeweils Farbaufträge mit Silver Grey und mit Slate. Beide Farben waren aber für meinen Geschmack etwas zu hell. Die habe ich dann beide noch mit Revell Matt 78 Panzergrau abgedunkelt und ich finde, das trifft die Farbgebung wesentlich besser. Wie man sehen kann, auch hier kommt wieder sehr viel Tesa Klebeband zum Einsatz. Anders geht's leider nicht. Das ist relativ mühsam und man hat auch immer ein bisschen das Problem, dass man gerade so filigrane Teile wie diverse Luken und so beschädigt. Aber gut, es lässt sich leider nicht vermeiden. Nun ging es wieder ans Entfernen des Mascols. Das ist, wie schon erwähnt, bei mehreren Farbschichten übereinander etwas schwieriger. Da kam man jetzt mit dem Borstenpinsel nicht sehr weit. Ich habe aber herausgefunden, dass es auch ganz gut geht, wenn man einen hölzernen Zahnstocher verwendet und da ein bisschen rumkratzt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann bekommt man das auch ab. Aber es ist wesentlich mühsamer, das abzuziehen, wie bei nur einer Farbschicht. Und ich weiß nicht, wie sich da bei der Haarspray-Methode verhält. Kann mir aber vorstellen, dass das da auch ein Problem sein kann, dass das Wasser da die Farbschichten durchdringt und alles ablösen kann. Danach wurden dann noch alle übrigen Details bemalt, wie Werkzeuge, Reifen und so weiter. Bei dem Spähpanzer ist vor allem der Motorraum interessant bei der Detailbemalung und dann wurden auch schon alle restlichen Abziehbilder noch aufgetragen. An dieser Stelle empfiehlt es sich, die Modelle mit Klarlack zu versiegeln, damit alles geschützt ist vor den Alterungsprozessen, die jetzt dann folgen. Dazu habe ich meinen eigenen Klarlack verwendet, und zwar ist es eine Mischung aus Revell Glanzlack und Revell Mattlack, und zwar 50-50 die Mischung. Das habe ich deswegen verwendet, weil das letzte Mal das Vallejo Satin Varnish mir ein bisschen Ungemach verursacht hat und da habe ich mich einfach so sehr drüber geärgert, dass ich jetzt einfach meinen eigenen Klarlack mische in Zukunft. Die Alterung leite ich immer mit einem Ölfarbenwash ein. Das mische ich mir immer selber. Die kann man zwar auch fertig kaufen, das ist alles auch schön und gut, aber ich persönlich mag es eigentlich lieber, die selber zu mischen. In dem Fall habe ich was Neues ausprobiert.
mal mit anderen Ölfarben. Normalerweise nehme ich da einfach bloß immer eine Mischung aus Schwarz und Dunkelbraun. In dem Fall habe ich mal andere Farben verwendet, und zwar Bitumen und Smoke, beides von der 502. Abteilung. Verdünnt habe ich das Ganze dann mit Feuerzeugbenzin. Ich muss sagen, dass der Effekt wirklich sehr überzeugend ist, bin ich sehr zufrieden damit. Ich muss auch noch dazu sagen, dass da jetzt nichts weiter irgendwie versäubert wurde oder so, sondern ich habe das Wash einfach aufgetragen, trocknen lassen und gut war's. Also da wurde nicht irgendwie noch irgendwie überschüssiges Wash entfernt oder so. Also das ist ein toller Effekt. Die Farben haben sehr gut funktioniert, das werde ich mir für die Zukunft auf jeden Fall merken. Danach habe ich dann beide Modelle noch mit Matt 91 Eisen trocken gemalt. Wirklich nur ganz wenig Farbe nehmen und das draufbürsten. Das muss ein ganz subtiler Effekt sein, sonst wirkt es ganz schnell übertrieben. Ich mag das ganz gern, wenn die Oberflächen ganz leicht so metallisch glänzen im Licht. Das soll nicht irgendwie zu stark sein. Das ist tatsächlich so ein subtiler Effekt, dass die Kamera das eigentlich kaum erfassen kann. Und auch wenn man ein Foto macht, kann man es eigentlich nur erahnen. An der Stelle habe ich dann beide Modelle mit mattem Revell Klarlack versiegelt. Wie ihr vielleicht gesehen habt, vorher waren die Modelle noch ganz leicht glänzend, aber jetzt sind sie ganz matt. Und an der Stelle können wir dann auch zur Verstaubung unserer Modelle übergehen. Das ist natürlich bei Fahrzeugen, die in der Wüste eingesetzt waren, besonders interessant. Ich verwende da meine bewährte Methode, und zwar fange ich da mit Gartenerde an. Wie ihr sehen könnt, hier in dem Schälchen habe ich ein bisschen was schon eingefüllt. Das ist ganz feine Erde aus dem Garten und hat auch eine sehr helle Farbe. Das ist also auch ein passender Farbton für eine Wüste. Und das Ganze wird dann mit wasserlöslichem Holzleim und Wasser zu einem Wash verrührt. Und das trage ich dann ohne größere Rücksicht übers komplette Modell auf. Das dient dann sozusagen als unsere Grundverstaubung. Und das Schöne an der Technik ist, dass man das im Modell nicht ruinieren kann, weil das Ganze ist ja wasserlöslich. Das heißt, man kann es mit einem befeuchteten Pinsel ganz leicht auch wieder abreiben. So bekommt man eigentlich ganz leicht genau den Verstaubungsgrad hin, den man eben haben möchte. Und einfach und billig, möchte ich mal sagen. Um noch ein bisschen mehr Farbvariation von dem Staub hinzubekommen, weil sonst wäre es ein bisschen eintönig, habe ich dann auch noch von MIG das Light European Earth verwendet. Und das bürste ich eigentlich am liebsten einfach mit einem Pinsel ganz trocken auf. Das finde ich ist die einfachste Methode. Da sieht man sofort, was für einen Effekt man hat. Und die Pigmente halten eigentlich ziemlich gut. Also da besteht eigentlich kein Grund, die irgendwie noch zu versiegeln, dass sie dann eins mit dem Modell werden. Die halten so schon ganz gut. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Methode. Und da habe ich dann vor allem natürlich die Unterseite von dem Spähwagen verstaubt, nachdem wir das ja später dann ziemlich gut sehen werden. Also ich finde die Kombination aus Gartenerde und ein paar Pastellkreidenpigmenten funktioniert ganz gut. Ich habe das gleiche dann auch noch beim Panzer 3 gemacht, da habe ich auch an manchen Stellen noch ein paar Pigmente aufgetragen. Wie schon erwähnt, einfach nur um ein bisschen mehr Farbvariation reinzubringen. Ja, und das war schon der ganze Prozess der Bemalung und Alterung. Ist eigentlich nicht weiter kompliziert. Wie schon anfangs erwähnt, ich mag es relativ einfach und simpel. Vor allem auch Methoden, die manchen Fehler verzeihen. Das ist mir wesentlich lieber. Man kann es natürlich auch ganz anders machen. Das könnt ihr dann auch sehen, wenn ihr das Video vom Panzermeister anschaut. Der arbeitet ganz anders. Und ich finde, der Effekt, den er damit erreicht, der ist sogar noch wesentlich besser, als ich da hier hinbekommen habe. Allerdings ist das auch weniger aufwendig. Also das kann dann jeder selber entscheiden, wie er es machen möchte. Das ist auch das Interessante an diesem Bodybuild, dass man da einfach mal zwei mehr oder weniger komplett unterschiedliche Herangehensweisen sehen kann. Und das möchten wir einfach mal demonstrieren, wie das wirkt und was für Unterschiede das sind. Soweit so gut. Ich hoffe, ihr fandet dieses Update genauso interessant wie die vorherigen. Und im nächsten Update wird es dann um die Figuren und ums Diorama gehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Also das
Projekt macht sehr gute Fortschritte und mich freut sehr, dass es euch auch so sehr gefällt, dass ihr viel kommentiert. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.